Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp, ich bin Group Product Manager bei Central. Und in diesem Video wollen wir ein neues Customizing anlegen in der Connect-Oberfläche. Im letzten Video zu dieser Reihe habe ich schon gezeigt, wo ihr den entsprechenden Hook-Trigger im Elternprozess, also im Standardprozess findet. Ganz kurz als Wiederholung, ich bin hier im Sales Order Connect zu Central Single Workflow. Das ist der Workflow, den wir jetzt customizen wollen. Und wir haben hier als Hook diesen Einsprungpunkt, der heißt Sales Order After Mapping. Und wir wollen die Variable verändern, die hier in Richtung Central importiert wird. Also den Datensatz der Sales Order, der zu Central geschrieben wird. Und das wird hier mit diesem Central Connector gemacht. Und hier geben wir rein die Variable Order Mapped. Die beiden Sachen also im Hinterkopf behalten. Gut, dann wollen wir mal ein neues Customizing anlegen und das geht ausschließlich hier im Default-Projekt. Das gibt es in jeder Kundeninstanz, also jede Kundeninstanz hat dieses Default-Projekt und nur das Default-Projekt hat entsprechende Schreibrechte, so dass ich entsprechend hier ein Customizing anlegen kann. Und ihr seht das hier in meiner Staging-Instanz, gibt es jede Menge Customizings und wir wollen jetzt mal ein neues anlegen. Ich klicke also auf Workflow erstellen und gebe diesem Customizing einen einigermaßen sprechenden Namen. Ich könnte noch alternativ eine Beschreibung hinzugeben. Ich sage, das Customizing ist aktiv und ich wähle eine Queue aus, auf der das Customizing ausgeführt werden soll. In Connect braucht jeder Workflow eine Queue, über die eben der Workflow entsprechend ausgeführt wird. Wenn keine Queue ausgewählt wäre, würde auch der Workflow nicht ausgeführt werden. Das ist es schon, dann speichere ich und dann bekomme ich hier diese Ansicht in unserem Workflow-Editor, einen quasi leeren Workflow. Im Standard hat ein Workflow immer nur diesen Trigger manuell, damit ich diesen Workflow eben manuell ausführen kann, aber sonst eben nichts. Und jetzt kann ich mir also meinen Workflow bauen. Und das Erste, was ich mache, ist, ich baue mir einen Trigger ein. Und zwar einen Preset-Hook-Trigger, weil ich möchte jetzt auf ein bestimmtes Preset-Hook zugreifen. Und dieser Workflow, dieser Customizing-Workflow soll immer automatisch mitlaufen, wenn der zu verändernde Sales Order Import läuft, also der Workflow, in dem wir gerade waren, wo sozusagen das Gegenstück zu diesem Trigger ist. Und wenn ich jetzt hier diese Komponente konfiguriere, dann kann ich hier den entsprechenden Hook auswählen, den ich brauche. Man sieht, es gibt verschiedene und ich brauche Sales Order After Mapping. Das ist ja das, was wir gerade entsprechend uns angeschaut hatten in dem zu konfigurierenden Prozess. Das kann ich schon mal speichern. Und jetzt habe ich mein erstes Customizing sozusagen strukturell eigentlich schon fertig. Das heißt, ich habe jetzt einen Workflow angelegt. Dieser Workflow wird immer ausgeführt, wenn der Sales Order Single Workflow ausgeführt wird. Der macht jetzt zwar nichts, aber er würde halt immer entsprechend mit ausgeführt werden bei jedem Sales Order Import in Richtung Central. Und jetzt kann ich mir also überlegen, was ich jetzt machen möchte, wie ich die Daten, die zu diesem Zeitpunkt im Workflow zur Verfügung stehen, verändern möchte. Und das Erste, und das ist auch so mein Tipp, was ich immer mache, ist, ich baue mir immer hier ein Log-Element ein. Das findet man hier unter Reporting Log-Nachricht. Und dort logge ich mir diese Komponente, damit ich überhaupt sehe, welche Daten habe ich denn eigentlich zur Verfügung. Und die Komponente, die ich dort brauche, heißt output.product_mapped. Das Output sagt, ist es jetzt hier eine Variable im Endeffekt, die fangen immer entsprechend mit Output an. Wenn eine Variable von einem externen Kanal hineingegeben wird, fängt es mit Parameter an, dann wäre es also Parameter.ProductMapped. In diesem Fall aber Output.ProductMapped, weil sich dieser Workflow wirklich genauso verhält, als wäre es Teil des Standardprozesses, den wir customizen. Und die Variable, die wir uns anschauen wollen, ist eben ProductMapped. So, was würde jetzt passieren? Oder was passiert jetzt, wenn ich diesen Workflow ausführe? Wenn ich den jetzt so starte, passiert erstmal nichts, weil natürlich das nur Sinn macht, wenn ich ihn im Rahmen des entsprechenden Elternprozesses, des Standardprozesses sozusagen ausführe. Dann wollen wir das mal versuchen und schauen mal, ob wir entsprechend das so hinbekommen. Und ob wir einen das sozusagen testbar bekommen. Ja, das Testen ist manchmal ein ganz bisschen kompliziert, weil ich natürlich jetzt immer sozusagen eine Sales Order importieren muss, damit der entsprechende Prozess ausgeführt wird. Und das läuft nicht immer durch, weil es zum Beispiel
auch eine Duplikatsprüfung gibt, ja, und wir darauf achten, dass wir Sales Orders nicht doppelt ins System importieren. Aber im Endeffekt funktioniert es so, ich nehme also meinen Standardprozess, Sales Order Connect Single, ich requeue den, lege also einen ausgeführten Prozess nochmal auf die Queue. Und jetzt passiert aber genau das, was ich gerade angekündigt habe. Er gibt mir eine Fehlermeldung zurück und sagt, diese Order Number is already imported to Central. Die Duplikatsprüfung greift also in diesem Fall, ja, und es wird nicht noch einmal ausgeführt. Und wenn ich hier zurückgehe in mein Customizing Sales Order, dann sehe ich auch, dass hier entsprechend nichts passiert ist, eben weil die Duplikatsprüfung vorher eingegriffen hat und der Workflow gar nicht bis zu diesem Stand gekommen ist. Aber wenn ihr eine noch nicht importierte Sales Order habt, könnt ihr das entsprechend importieren und dann würde jetzt hier das Customizing entsprechend mit ausgeführt werden. Gut, ich gehe da jetzt entsprechend nochmal rein und zeige mal ganz kurz, wie könnte jetzt so ein Customizing aussehen. Wir haben also entsprechend jetzt hier eine Datenvariable, Output Mapped. In dieser Datenvariable steht jetzt ein JSON drin, nämlich mit den Daten der entsprechenden Sales Order. Und ich würde jetzt gerne ein Mapping verändern, ja, und sage, okay, das, was im Product Map drin steht, das möchte ich entsprechend entsprechend einfach verändern. Das ist super einfach, um es mal mit einem ganz einfachen Beispiel zu sagen. Es kann natürlich viel komplexer sein, aber mal ein ganz einfaches Beispiel. Ihr könntet jetzt nämlich hingehen und sagen, okay, mit dieser Zuordnungskomponente, ich habe ein Feld, das steht eben in Output Product Mapped. Product-Mapped und das heißt zum Beispiel Title. Ja? Wie es genau heißt, würdet ihr dann hier in der Log-Nachricht entsprechend sehen können. Da könnt ihr in den Payload reinschauen, euch das anschauen. Gehen wir mal davon aus, wir haben ein Feld Title. Und dieses Feld Title soll aber jetzt nicht mehr in Title stehen, sondern ich möchte das Feld jetzt auf ein Freifeld beispielsweise mappen. Und dann kann ich das ganz einfach tun, indem ich sage, okay, dieses Feld möchte ich wieder in eine Variable Product Map schreiben. Ich möchte ja die bestehende Variable verändern. Und da soll es aber in Freifeld 1 zum Beispiel stehen. And that's it. Ja, das wäre es schon alles, was man braucht. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich nehme eine Variable aus Product Map, ein Feld aus Product Map und weise es einfach einem anderen Feld aus Product Map zu und der entsprechende Wert würde nach diesem Customizing eben nicht mehr in Title stehen, sondern er würde in Freifeld 1 geschrieben werden. Und damit hätte ich im Grunde so eine kleine Mapping-Änderung. Man sieht, es dauert irgendwie 5 Minuten. Und ich kann auf diesem Weg sehr, sehr, sehr schnell Felder eben ummappen. Ich könnte jetzt natürlich auch Felder transformieren und sagen, okay, dieser Wert, der drin steht, den transformiere ich in irgendeiner Form, indem ich, keine Ahnung, den irgendwie mathematisch anders kalkuliere, Text ersetze, irgendwas mache. Es gibt ja sehr, sehr viele Funktionen hier auch unter den Transformern, die ich hier entsprechend anwenden könnte. Und darüber kann ich dann eben die Datenvariable verändern, die entsprechend in dieser Variable Product Map steht und dementsprechend auch zurückgegeben wird. Und was man auch sieht, ich brauche keine Rückgabe oder irgendwie sowas machen. Ja, das heißt, ich muss jetzt nicht sagen, hey, diesen Wert muss ich jetzt in den anderen Prozess zurückgeben, sondern ich kann direkt die Variable manipulieren und der Standardprozess arbeitet dann direkt mit dieser manipulierten Variable weiter. Ich könnte jetzt auch völlig problemlos hingehen und sagen, okay, zusätzlich möchte ich vielleicht einfach einen neuen Wert definieren. Und zwar in Freifeld 2. Und da schreibe ich also einen beliebigen Wert rein. Ja? Dann würde jetzt also in Product Mapped ein Freifeld 2 gefüllt werden mit dem Wert Test. Und diesen Wert könnte ich natürlich hier manuell reinschreiben. Den könnte ich mir aber theoretisch, wenn ich es jetzt komplexer machen möchte, auch aus einer anderen REST-API holen. Ja? Das heißt, ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich nehme hier einen entsprechenden REST-Connector. Den baue ich mir davor noch ein. Damit mache ich einen REST-Call auf irgendein externes System, hole mir einen zusätzlichen Wert und schreibe diesen Wert hier entsprechend mit in meine Variable hinein. Ja, das also, ne, ich mache einen Call, dann sage ich hier, das ist, nenne ich mal REST-Data und dann wäre hier die Syntax so, dass ich sage, okay, hier würde ich dann zugreifen auf output.REST-Data
Value beispielsweise und könnte damit dann eben auch Daten aus einer externen Datenquelle in meinen Standardprozess einschleusen. Ja, das macht zum Beispiel viel Sinn, wenn ich sage, okay, ich habe noch eine Adressvalidierung entsprechend zwischengeschaltet oder bei einem Produktexport möchte ich meine Beschreibungstexte noch über eine ChatGPT-API laufen lassen und so weiter. Also, das ist im Endeffekt schon das ganze Geheimnis. Wichtig zu verstehen ist, wie kann ich über den Preset-Hook-Trigger auf das Element zugreifen. Ich würde immer empfehlen, mir die benötigte Variable oder die Variablen, die ich manipulieren möchte, an dieser Stelle einmal hier bei einer Log-Nachricht auszugeben, dass ich weiß, wie ich entsprechend auf die richtigen Felder zugreifen kann. Und dann kann ich die Felder direkt im Prozess ganz beliebig manipulieren. Ich muss es nicht zurückgeben etc. Und jedes Mal, wenn der Standardprozess ausgeführt wird, wird eben dieses Customizing mit ausgeführt. Genau, ich kann es jetzt nicht speichern, weil er sagt hier noch Validierungsfehler. Hier ist noch das ist ein Pflichtfeld, das heißt, da muss was drinstehen. Genau, und dann kann ich es auch speichern und dann würde der Prozess ausgeführt werden. Probiert das gerne aus. Wenn Fragen dazu sind, meldet euch wie immer gerne.